Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, tagelang keine Menschenseele zu treffen? Was jenseits der Einsamkeit liegt? Diese Düne hat es uns gelehrt. Und das ist die Geschichte, wie es dazu kam. Unsere Welt hat viele Dünen zu bieten. In einem Großteil der Erde herrscht lebensfeindliche Trockenheit. Ein Teil, der uns fasziniert. Wüste. Ein anderer, noch viel größerer Teil eignet sich für uns noch viel weniger als Lebensraum. 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Und wir befinden uns irgendwo dazwischen. Über 7 Milliarden Menschen tummeln sich in den restlichen, bewohnbaren Gebieten, die meisten zusammengepfercht in vor Dreck kochenden Großstädten, in der Nähe des Äquators. Und wir werden immer mehr. Obwohl so eng zusammen, ist doch jeder für sich allein, oder? Warum können wir nicht besser oder friedvoller zusammenleben? Was hindert uns daran, es zu tun? Das möchten wir herausfinden. Wir fuhren los, um die Welt zu entdecken und haben dabei uns selbst ganz neu kennengelernt. Raus aus der Stadt, der gewohnten Umgebung, den eingefahrenen Mustern, um einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Darf ich? Man kann als Tourist 2 Wochen im Jahr irgendwo durch die Welt jetten und nach Entspannung vom stressigen Alltag schreien. Wie ein Besucher im Zoo andere Kulturen bestaunen. Wir wollten die Welt erleben, uns Zeit lassen. Nicht nur Zuschauer sein, fühlen. Und dadurch auch unseren Platz in dieser ein wenig besser kennenlernen. Was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Auf unserer Reise haben wir viel Kurioses, anderes, aber vor allem so viel Gleichheit erlebt. Kulturelle Unterschiede gibt es, natürlich. Doch das sind eigentlich nur Details. Alle Menschen brauchen Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf und definitiv Liebe und Frieden. Das Verbindende haben wir immer stärker als das Trennende wahrgenommen. Aber ich glaube, ich greife vorweg. Ich will ja schon ein Fazit ziehen, bevor wir richtig losgefahren sind. Wir? Stimmt. Noch so ein Punkt. Wir, das sind Mr. Pink, Martin und ich, Theresa. Es war so als normale Reise geplant, als Auszeit. Doch da hatten wir uns geirrt. Scheint, das saugt da kein Diesel an. Also das sollte nicht passieren. Zu allem Überfluss haben wir auch noch eine gebrochene Blattfeder. Nicht nur das Auto kam viel öfter an seine Grenzen, als wir uns in unseren schlimmsten Träumen je hätten ausmalen können. Auch wir. Neue Beziehung. 24/7 zusammen auf engstem Raum. Die schönste und tiefgreifendste Erfahrung, die man als Team erreichen kann. Doch auch die schwerste, wenn es mal eng wird. Jetzt wissen wir, es hat uns eins gelehrt. Um sich unsere Welt anzuschauen oder auch mal nur über den Tellerrand zu blicken,
braucht es nicht viel. Unsere Füße zum Beispiel, unsere Augen, unsere Hände. Ihr merkt bestimmt irgendwie, worauf wir hinaus wollen. Eigentlich geht's uns gar nicht nur um die Reise oder das, was man dafür meint zu brauchen oder wo man hinfährt, sondern wir möchten euch erzählen, wie wir durch alle Strapazen unser gesamtes Leben plötzlich als Reise begreifen konnten, was vieles einfacher macht. Denn nichts ist beständiger als die Veränderung. Um die Welt reisen ist definitiv toll. Doch wir haben herausgefunden, dass wir das gar nicht unbedingt brauchen, um uns wirklich frei zu fühlen. Denn auch wenn Mr. Pink große Freiheit verspricht, Moment, da sollte man mal kurz die Musik wechseln, war er zwischenzeitlich unser geliebtes Hassobjekt. Eigentlich reicht ja irgendein Auto und eine Matratze drin. Aber perfektionistisch, wie ich nun einmal bin, habe ich Mr. Pink gebaut. Und das sozusagen mehrmals. 2 Jahre meiner Lebenszeit, tausende Arbeitsstunden und so viele Rückschläge, wie auf keine Kuhhaut passen. Fuck, das klingt mal überhaupt gar nicht gut. Kabine Nummer 1, Wasserschaden. Motor Nummer 1, Schrott. Ein halbes Jahr vor Reisebeginn fing ich wieder bei Null an. Gefühlt an 8 Tagen die Woche und 25 Stunden pro Tag. Bei Regen, bei Schnee. Na komm du, Dreckspiep. Oder auch bei 30 Grad in der brütenden Sonne. Immer das Ziel vor Augen. Weg von hier. Tja Mensch, wir haben heute schwach angefangen und dann noch ganz schön stark nachgelassen. 50 € fahren wir auf dem Boden. Yay! Und das waren nur die kleinen Missgeschicke. Habt ihr schon mal von einem Typen gehört, der so viel Pech mit seinen Motoren hatte, dass er geschlagene 6 davon brauchte, bis er endlich loskam? Der Typ war ich. Wählen Sie Option A, der Motor läuft. Oder Option B, der Motor läuft nicht. Master? Also ohne die Hilfe meiner Freunde hätte ich das wohl nicht geschafft. Ja, Baby. Und egal wie genervt oder fertig ich auch manchmal war, ich wusste, irgendwann ist es überstanden. Martin Zech, 30 Jahre, steht mitten im Leben, also vor seinem Auto und kurz davor, damit wegzufahren, um irgendwo anders zu sein. Aber anscheinend hat das Leben einen anderen Plan. Muss nachdenken. Und irgendwann war es endlich soweit. Gut, Leute. Der Motor läuft. Yes! Alter Falter, das ist geil. So, Kamera aus, reicht für heute. Zusammenpacken morgen, packen übermorgen los. Wir konnten es kaum glauben, doch dieser Plan ging wirklich auf. Nach einer 20 Kilometer langen Probefahrt waren wir on the road, Richtung Osten. Manch einer mag denken, diese Geräuschkulisse kann man kaum aushalten und das bei 80 km/h. Doch für uns ist sie wie Musik in unseren Ohren. Der Klang der Freiheit. In den nächsten 30.000 Kilometern werden wir lernen, immer genau hinzuhören und zu lauschen, was uns Auto und Weg zu sagen haben. Wir möchten aber niemanden mit Motorenlärm belästigen, also Musik. Eine grobe Reiseroute gibt es. Aber einen wirklichen Plan, was wir hier machen, haben wir nicht. Wir haben ein Visum für Russland und eins für den Iran. Es ist Mai. Wir wollen Ende September wieder zurück sein. Knapp 5 Monate Freiheit. Mal sehen, was dazwischen so alles passiert. Wir sind jetzt in Lettland angekommen und haben Polen und Litauen durchquert und wir haben bloß noch 770 Kilometer bis Moskau. Heute werden wir schon in Russland einreisen, heute Abend wahrscheinlich.
Und dann geht's straight ahead Richtung Osten in die Mongolei. Ganz entspannt. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. In der Wüste, in der Steppe, menschenleere Umgebung. Darauf freue ich mich. Und wenn man sich auf etwas freut, dann will man ja auch schnell und effizient ans Ziel. Doch schnell ist in diesem Falle relativ. Wir hinken unserem eigenen Zeitplan schon 3 Wochen hinterher. Das Auto ist langsam. Wir werden langsamer, aber fühlen uns immer noch gestresst von unseren eigenen Plänen. In der Dämmerung erreichen wir die russische Grenze und haben Zeit nachzudenken. Denn das Prozedere verzögert sich durch nicht funktionierende Computer, Schichtwechsel, Pausen und Formulare in kyrillischer Schrift, von denen wir keinerlei Ahnung haben. Aber sofort erscheint ein hilfsbereiter Mensch und füllt alles in Lichtgeschwindigkeit für uns aus. Je länger wir an der Grenze stehen, desto unruhiger werden wir. Wir haben doch einen Zeitplan. Aber dann stellen wir uns die Frage, warum eigentlich? Eine Stunde später ist klar, das Geld wird schon irgendwie reichen. Was wäre, wenn wir einfach länger unterwegs sein könnten? Mitten in der Nacht haben wir es geschafft, ey. Wir waren alle ein wenig überfordert mit ihren rudimentären Englischkenntnissen, also keine Englischkenntnisse. Aber jetzt habe ich alle Dokumente ausgefüllt, ich habe keine Ahnung, was ich unterschrieben habe. Aber das wird schon passen. Alles wird gut. Genau, alles ist gut. Am nächsten Morgen entscheide ich mich, statt einem Studiensemester 2 auszusetzen. Denn vor wem muss ich mich denn eigentlich rechtfertigen? Martin kann als selbstständiger Filmemacher sowieso von überall arbeiten. Dann sind wir halt länger unterwegs. Und auf einmal spüren wir Freiheit. Denn Zeit ist doch das Einzige, was wir wirklich haben in unserem Leben. Oder haben sollten? Man kann die 5500 Kilometer durch Russland sicher Tag und Nacht durchfahren, um schnell ans Ziel zu kommen. Aber auf einmal ergibt das für uns keinen Sinn mehr. Ab jetzt fahren wir so viel und so schnell wir wollen. Ja. Durch ein fremdes Land, wo jeder Buchstabe zum Abenteuer wird. Was heißt Hallo? Ja, das hast du mir ja gesagt. Das kommt erst auf Seite 16. Erst muss man die Buchstaben lernen. Aber Nastrovia heißt Prost. Ach so, ich dachte, das heißt Hallo. Okay, ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Und da heißt ja. Und Niet heißt Nein. Ja, du hast ja auch zeitig angefangen mit Lernen. Aber zum Glück überhaupt. Ich kommuniziere gern mit Händen und Füßen und gebe mich der Überraschung hin. Theresa möchte gern mehr verstehen und lesen können. Das hat uns definitiv oft weitergeholfen. Unser erstes Einkaufen in Russland war top. Wir haben alles bekommen, was wir gebraucht haben. Es gibt auch alles. Schwierig ist zu wissen, was man denn gerade kauft, wegen der kyrillischen Schrift. Auffallend war beim Gemüse, es war jetzt auch kein Riesengeschäft, aber beim Gemüse und Obst gab es deutlich weniger Auswahl. Und die verschiedensten Formen von Gurken, die es so bei uns durch die EU-Normen einfach gar nicht gäbe. Ja, unsere westlichen Normen und Ansprüche sind schon definitiv anders und extravaganter als in großen Teilen der übrigen Welt. Krumme Gurken, geschweige denn wellige Straßenmarkierungen, sind außerhalb der kollektiven deutschen Vorstellungskraft. Aber warum ist das eigentlich so? Warum empfinde ich die russischen Lebensgewohnheiten als so anders? Warum wundere ich mich über uralte Vehikel auf den Straßen, obwohl diese tadellos funktionieren?
Warum empfinde ich manche Häuser oder Vorgärten als unschön oder kurios, obwohl Menschen doch tagtäglich darin leben? Ich glaube, ich weiß warum. Meine Augen sind verwöhnt. Alles, was nicht meinem anerzogenen Idealbild entspricht, empfinde ich erstmal als seltsam. Typisch Mensch, typisch Vorurteile. Und ich dachte, durch so einige Reisen hätte ich wenig davon. Doch immer, wenn ich Abstand zu meiner Normalität gewinne, fällt mir auf, wie oft mein Blick eingeschränkt ist. Und deswegen schauen wir uns auch so gerne andere Länder an. Oder tun es wenigstens auf der Leinwand. Denn über den Tellerrand schauen und sich über fremde Eigenarten wundern, staunen oder aufregen, ist wohl eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Ich glaube, wenn ich mich nicht mehr über das wundere, was andere Menschen tun und wie sie leben, dann bin ich wirklich vorurteilsfrei. Eine schöne Idee. Und irgendwie erscheint sie mir lohnenswert. Aber so weit bin ich noch nicht. Wir sind in Moskau angekommen. Irgendwo im Untergrund. Stopp! Der Hinweg war auch echt spannend. Das sollten wir noch erzählen. Denn Millionen Städte sind mit dem Auto nie entspannt zu bereisen. Wir sind jetzt 50 Kilometer vor Moskau und man sieht hier schon den Reichtum wachsen. Das ist echt ganz anders als die, keine Ahnung, 800 Kilometer Russland zuvor. Nee, das ist schon krass. Der Verkehr nimmt zu, die Autos werden neuer. Und ich habe das schon irgendwo gelesen bzw. gehört. Die Russen fahren wirklich unter aller Kanone. Sie überholen rechts, links, zwischen den Lücken und das im Berufsverkehr. Sind alle sehr, sehr flott unterwegs. Hier muss man wirklich aufpassen, um nicht irgendwo anzuecken. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur noch nicht daran gewöhnt, dass es scheinbar ein paar Regeln weniger gibt als zu Hause. Wir benötigen 3 Stunden für die Fahrt ins Zentrum. Eine verstopfte 12 Millionen Metropole. 3 Autobahnringe. Doch das ist kein Vergleich zu den 7 Stunden, die wir später aus Moskau raus brauchen werden. Aber das ersparen wir euch. Ich frage mich die ganze Zeit, wann und warum überhaupt die Großstadt zum Habitat des Menschen geworden ist. Ein natürlicher Lebensraum sieht in meiner Vorstellung jedenfalls anders aus. Na, jetzt sind wir schon mal hier und das wäre ein anderes Thema. Aber ja, den geschichtsträchtigen Roten Platz in Moskau kann man sich mal anschauen. Und auf einmal ist Moskau für mich eher ein Denkmal. Für eine wunderbare Idee von Menschlichkeit, die in der Praxis zur Diktatur wurde und das vollkommene Gegenteil darstellte. Denn kein Argument kann für mich die Sinnhaftigkeit des Kommunismus entkräften. Die Idee ist gut. Die Umsetzung dagegen war katastrophal und gewalttätig. Und so wie Lenin in einem gläsernen Mausoleum gegen seinen Willen wie ein Museumsstück ausgestellt wird, so scheint auch der Kommunismus als fehlgeschlagenes Experiment in einer Schublade der Geschichte weggeschlossen. Und wenn uns das System nicht glücklich machen kann, können wir uns ja immer noch glücklich kaufen. Oder wir haben die Religionen, um uns mit purer Lebensfreude zu füllen. Ach, wenn ich länger in Großstädten bin, überfällt mich ja schon ein wenig der Zynismus. Hier spüre ich am ehesten, dass so vieles mehr Schein ist als Sein. Und da nehmen sich die Städte nicht viel.
Egal, wo auf der Erde sie liegen mögen. Das Geld ist von oben nach unten recht ungleichmäßig verteilt. Das wissen wir doch alle. Die meisten streben mit aller Kraft nach einem minimalen Wohlstand, während ein kleiner Prozentsatz mit Geld und dadurch Macht den Rest davon abzuhalten versucht. Denn eigentlich ist es egal, wie sich das politische System heute nun mal nennt. Dahinter steht immer der Kapitalismus. Hast du einen Schlüssel? Lieber schnell wieder raus. Wir verlassen Moskau weiter nach Osten und durchqueren dabei das größte, zusammenhängende Waldgebiet der Erde. Naja, ein paar Superlative müssen schon sein. Im größten Land der Welt. Russlands Staatsgebiet erstreckt sich auf 9000 Kilometer in Ost-West-Richtung. Eine unvorstellbare Dimension. Und wir durchfahren nur gut die Hälfte davon. Also, dass Russland ein wirklich großes Land ist, das merkt man daran, dass man gefühlt alle 2 Tage, je nachdem wie schnell man fährt, durch eine neue Zeitzone reist. Und wir kommen einfach nicht hinterher mit Uhren nachstellen. Wir glauben, dass wir jetzt so plus minus 3 bis 4 Stunden euch voraus sind, euch in Deutschland. Und jetzt ist langsam Zeit zum ins Bett gehen. Und mein Handy sagt, jo, passt, das ist so um 11. Das Handy hier ist am Netz, am russischen. Das sagt, hier ist es schon kurz nach Mitternacht. Mit dem Navi sind wir heute den ganzen Tag gefahren, hing eigentlich auch am WLAN-Hotspot, hat sich aber nicht umgestellt. Hier ist es erst um 10. Ja, witzig. Gucken, was das Auto vorne noch sagt. Keine Ahnung, also wir gucken einfach immer, wie die Sonne steht und wachen auf, wenn es im Auto warm wird. Und man hört auf mit Fahren, wenn es dunkel ist. Aber selbst das stimmt nicht richtig, denn die Tage hier werden immer länger. Abends suchen wir uns einsame Feldwege ins Grüne und selten schaut jemand vorbei. Hier braucht man keine Campingplätze. Russland ist 48 Mal größer als Deutschland mit nur knapp doppelt so vielen Einwohnern. Bedeutet, einsames Nächtigen im Nirgendwo ist an der Tagesordnung. Genau wie die ganzen Reparaturen und die Arbeiten, die auch zu Hause anfallen würden. Nur ohne die technischen Hilfsmittel. Obwohl sich die Tage auf dem Asphalt gleichen und die täglichen Meter hinter dem Steuer eintönig sein könnten, erfreuen wir uns jeden Tag an neuen Eindrücken und Naturschauspielen, frühlingshaften Abenden und kalten Nächten. Und je weiter wir nach Nordosten fahren, desto kürzer werden sie. Im Juni verschwindet die Sonne erst nach Mitternacht, um dann kurze Zeit später gleich wieder aufzutauchen. Und so wild romantisch, wie das jetzt alles aussieht, ein paar kleine, aber wichtige Details kann die Kamera nicht zeigen. Ja, mach doch auf. Und schnell. Mach du zu. Drohne, zack und rein. Zu. Bestimmt 2, 3 drin. Gucken. Es gibt Millionen von Mücken, die wohl genau auf uns gewartet haben. Wange, Hals. Da ist eine. Schnell. Los, dann mach. Manche Abende müssen wir uns in Mr. Pink verschanzen, da uns Schwärme verfolgen. Das müssen wir filmen. Das war krass. Aua, das waren bestimmt 6, 8 Mückenstiche. Hallo Sibirien. Und wo sich Mücken wohlfühlen, fühlt sich Mr. Pink auch richtig gut. Asphalt ist ganz okay, doch sein natürlicher Lebensraum ist wohl die Wildnis. So weit, wie es eben geht.
Die russische Wildnis ist einfach mal so geil zum Campen. Man kann von der Straße einfach nach links und nach rechts in den Wald fahren. Aber das Feld war doch nicht ganz so fest, wie wir dachten. Naja, wir müssen jetzt mal so ein bisschen buddeln, sag ich mal. Da hilft selbst Allraduntersetzung und Sperre nichts, weil alle 4 Räder drehen. Wir haben jetzt erstmal Luft abgelassen und gucken, ob wir so wieder aus der Spurrille rauskommen. Naja, man fährt sich immer fest, wenn man Hunger hat, wenn man müde ist, wenn man sehr viel gefahren ist und gar keine Lust mehr hat. Hey, that's life, wie jedes Mal. Das wird nicht das letzte Mal bleiben auf der Tour, definitiv nicht. Ach, die selbsterfüllenden Prophezeiungen wieder. Ein paar Stunden später, natürlich dasselbe Spiel. Guten Morgen aus Russland! Es hat uns mal wieder erwischt. Einmal nur wirklich zur Straße fahren. 100 Meter ungefähr. Naja, und unsere russische Schaufel hat beim ersten Spatenstich den hier gemacht. Ich glaube, das sollten wir noch mal nacharbeiten. Mit Allrad fährt man sich halt genauso fest wie mit jedem anderen Fahrzeug auch. Nur an schwierigeren Stellen, wo man ja sonst gar nicht hingekommen wäre. Also Schlamm abschütteln und weiter. Das Navi sagt: in 927 Kilometern rechts abbiegen. Manchmal scheinen wir uns in der grünen Weite Sibiriens zu verlieren. Doch immer wieder werden wir daran erinnert, dass auch hier überall Menschen leben. Unser erster Gedanke: diese Dreckschweine. Denen möchte man ihren Müll direkt ins Wohnzimmer zurückkippen. Doch wie immer lohnt sich ein zweiter Blick. Auf wen sind wir hier eigentlich sauer? Auf die Dorfbewohner? Wir denken darüber nach und glauben, die haben keine wirkliche Schuld, denn sie haben keine Alternative. Und geboten wird ihnen auch keine. Im Gegenteil, Konzerne forcieren dieses Problem sogar noch. Und selbst im hintersten Winkel unserer Welt ist im Supermarkt alles in Plastik verpackt. Ein Teufelskreis. Wir könnten jetzt auch sauer sein auf den Staat, auf die Verwaltungen, die es besser angehen könnten. Oder auf die Schere zwischen Arm und Reich, die der Dorfbewohner sicher nicht eingefädelt hat. Oder vielleicht auch auf die Lehrer und die Bildungssysteme, die genauso marode sind wie die verfallenen Großbetriebe der glorreichen Sowjetzeit. Irgendwie stecken da alle mit drin. Und da es unsere eine Welt ist, bin ich genauso beteiligt wie alle anderen auch. Da kann ich auch gleich sauer auf mich selber sein. Das bringt genauso viel. Denn von meinem hohen europäischen Ross aus bin ich am Rest der Welt gar nicht so unbeteiligt, wie ich mir manchmal einrede. Was kann ich daran ändern? Mich. Und mein eigenes Handeln. Und das geht ja immer und überall. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass jemand aus meiner Sicht vollkommen Unvernünftiges tut. Meinen Hinweis auf eine Schweißerbrille oder zumindest eine Sonnenbrille lehnte der nette Mechaniker ab. Aber was ist schon unvernünftig? Meine Vorderachskonstruktion aus heutiger Sicht auch. Aber die fällt uns erst später auf die Füße. Das wissen wir da nur noch nicht. Wir passieren Nowosibirsk und möchten uns einen Einblick vom russischen Leben verschaffen. Eine Stadt, die wir uns anders vorgestellt hatten. Klingt ja irgendwie nach Winter, nach meterhohen Schneedecken und Permafrost.
Aber eigentlich haben wir keine Ahnung, wie es hier wirklich ist. Zufällig treffen wir Günther, der schon seit vielen Jahren hier lebt. Warum nicht mal übers Wetter reden? Klima habe ich kein Problem. Ja gut, ab und zu, mir ist dieses Jahr zweimal der Diesel eingefroren. Ich habe im Winter minus 35 Grad, dafür habe ich im Sommer auch plus 35 Grad. Ja. Ne? Was kurz ist, ist Frühling und Herbst. Das sind 14 Tage, 3 Wochen. Und dann ist halt Winter oder Sommer. Ja. Der Winter fängt im Oktober an, oder wann? Ja, Ende Oktober musst du mit rechnen, Anfang November. Spätestens der zweite Schnee bleibt dann liegen bis zum Frühjahr. Kinder essen bei minus 30 Grad ein Eis. Ja klar. Etwas Warmes braucht der Mensch. Das hat ja nur minus 18. Wenn es draußen minus 30 ist, das relativ warm. Das ist bei diesen Bildern natürlich schwer vorstellbar. Es ist Anfang Juni und der kurze Frühling hat schon fast dem Sommer Platz gemacht. Kontinentalklima par excellence. Und Günthers Erfahrung mit der russischen Bevölkerung? Der Russe braucht relativ längere Zeit, um Freundschaften zu schließen. Ja? Aber aus der Situation raus hilfsbereit zu sein, ist er hilfsbereiter wie der Europäer schlechthin. Ja, bei Unfällen oder bei Pannen oder so, dann hält man an und fragt, kann ich was helfen, kann ich was tun. Ja, weil die Leute ja sehr viel mehr auf den anderen angewiesen sind. Ja. Ja, weil wenn du irgendwo in die Nebenstraße fährst, ja, da weißt du nicht, kommen 3 Autos am Tag oder doch 4 oder wie auch immer. Ja. Wie wohl andere Menschen die deutsche Bevölkerung und ihre Hilfsbereitschaft beschreiben würden? Langsam steigt das Gelände an. Nur noch das Altaigebirge liegt zwischen uns und der Mongolei. In weiten Teilen fühlen wir uns in die Vergangenheit versetzt und die Zeit scheint ein wenig langsamer zu laufen. Ackerbau im Vorgarten, freilaufende Tiere und so sympathisch schiefe Zäune, die man bei uns wohl nicht mehr findet. Boah, ey. Ja, genau ihr. Fast einen Monat sind wir auf Tour und jetzt ist die mongolische Grenze zum Greifen nah. Die letzten Tage sind wir durchs Altaigebirge gefahren. Das erste Mal Hügel seit bestimmt 2.500 Kilometer seit dem Ural. Sibirien war wirklich sehr flach, sumpfig, ganz viel Wald, Felder und es ist total spannend. Bis vor einer Stunde, heute Morgen, war das Altaigebirge so auf 1000 Meter, 1.500 Meter total grün. Und jetzt sind wir 2 Straßenkreuzungen weiter und hier ist Steppe. Kein Baum wächst mehr. Und am Horizont sind schon einige 3.500, 4.000er zu erkennen, auf denen sogar noch Schnee liegt. Und das Mitte Juni, das ist unglaublich schön. Unser letzter Zwischenstopp vor der Grenze. Wir füllen unseren 60 Liter Wasservorrat am Brunnen auf. Fließend Wasser bis in die Wohnung ist halt doch keine Selbstverständlichkeit. Das wird uns in den nächsten Monaten begleiten. Und so weit weg von zu Hause sehen wir trotzdem, dass Menschen überall dasselbe mögen. Zum Beispiel gegen bunte Bälle treten. Ein Offroad-Fahrzeug, da siehst du erst die richtigen Gegner, die du halt sehen möchtest. Wie so üblich an Grenzen stehen wir einige Stündchen vor verschlossenen Toren.
Doch wir sind nicht allein. Mit uns warten noch andere Einheimische und Reisende, mit denen wir uns zu Routen und Planung austauschen können. Und dann sind wir drin und werden interessiert empfangen. Denn nicht so viele Ausländer kommen hier mit dem Auto vorbeigeschneit und halten dann auch noch an, um Hallo zu sagen. Jetzt beginnt für uns das richtige Abenteuer. Leute, das ist der Hammer. Auf diesen Moment habe ich 3 Jahre hingearbeitet, 3 Jahre an Mr. Pink geschraubt und die Karre fertig aufgebaut und jetzt bin ich hier. Ungefähr 7000 Kilometer von zu Hause, von Deutschland entfernt, in so einer Landschaft und genau das habe ich mir wieder gewünscht. Steppe, Berge, es ist unglaublich und unfucking fassbar. Meinen Worten entnehmt ihr sicher einen gewissen Enthusiasmus für dieses einzigartige Land. Aber was da gerade wirklich in mir vorgeht, ist nur schwer zu beschreiben. 2014 war ich schon einmal hier und habe die Mongolei als meinen persönlichen Traum erlebt. Endlose Weite, 4-mal so groß wie Deutschland, bei nur 3 Millionen Einwohnern. Das Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte der Welt. Für mich und für uns damals die pure Freiheit. Nun bin ich wieder hier. Der Traum ist wahr geworden. Und doch so anders als geplant. Denn das Uns war damals ein ganz anderes. Doch mit jeder Tür, die sich schließt, öffnet sich eine ganz neue. Beziehungen ändern sich. Das Leben ist Veränderung jeden Tag. Zwischenzeitlich dachte ich schon, ich werde einsam und allein um die Welt reisen. Und jetzt ist es genauso schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und doch ist es ein ganz neues Schön. Okay, genug Theatralik und Lebensweisheiten. Wir sind in Ölgi, kurz nach der Grenze, und wollen in Richtung Südosten, Richtung Wüste Gobi. Ab jetzt wird es immer einsamer um uns herum. Also heißt es Vorräte aufstocken. Und schon interessant, es gibt das Gleiche wie bei uns zu Hause. Wortwörtlich. Die meisten Konsumgüter werden in der Mongolei importiert, da die Bevölkerung sich einst nur von den Produkten ihrer Tiere ernährte und sich nur wenige andere Industriezweige etablierten. Ackerbau ist durch die kargen Böden nahezu unmöglich. Wir essen also deutsches Müsli im Land der Nomaden. Ein Hoch auf die globalisierte Welt. Naja, das ist so mittelmäßig ironisch gemeint, aber darauf kommen wir im nächsten Film noch zurück. Hier schaut ihr auf eine Besonderheit, über die sich wohl auch die Kuh freut. Wasser in der Steppe. Ansonsten ist das Land extrem trocken und rau. So wie die Straßen. Wer in der Mongolei unterwegs ist, muss auf seine Technik vertrauen können. Und so nebenbei bemerkt, das sind die normalen Hauptstraßen. Und seit wir diese kennen, müssen wir jedes Mal schmunzeln,
wenn ein Nachrichtensprecher über den desolaten Zustand des deutschen Straßennetzes berichtet und dazu das Bild eines einzigen Schlaglochs im ansonsten aalglatten Asphalt zur Untermauerung der These angebracht wird. In welchem Luxus wir doch schwelgen, ohne es selbst zu merken. Kommt halt immer darauf an, welchen Maßstab man anlegen will. Für uns ist es ein Geschenk, genau diese Art von Straßen bereisen zu dürfen und zu sehen, dass nicht alles durchgenormt sein muss. Und Wegweiser muss man sich irgendwie dazu denken. Das Navigieren in der Mongolei ist meistens gar nicht so einfach. Wir navigieren mit OpenStreetMaps, das funktioniert richtig gut und die meisten Wege sind eingezeichnet. Aber ein Weg ist hier nicht bloß ein Weg, sondern meistens sind das hunderte Spuren einfach mitten durch die Wüste. Und wenn man da mal nicht aufpasst und da entspannt seine 60 km/h durch den Schotter brettert, dann kommt man so ein bisschen vom Weg ab und nimmt einen Weg links von dem eigentlichen. Und dann fährt man 5 Minuten und ist hinter der nächsten Bergkette, hat nicht aufs Navi geschaut und der Weg hört auf, man steht irgendwo im Flussbett und braucht dann erstmal einen halben Tag, um wieder den Weg zu finden. Wir sehen jetzt unsere Hauptstraße, die ist ungefähr 4 Kilometer entfernt. Das ist jetzt mitten durch die Wüste und wir versuchen da irgendwie wieder hinzukommen, um heute noch ein paar Meter zu machen. Meist machen wir wirklich nur ein paar Meter am Tag. Weil man zum Beispiel verloren in der Gegend herumirrt und trotzdem spannende Sachen entdeckt. Und sich Zeit nimmt. Weil man so wellige Landstraßen befährt, auf denen man mit Pferd wohl schneller wäre. Und weil sich nun im Härtetest Mr. Pinks Schwachstellen ungeschönt präsentieren, eigentlich könnten wir den Film von hier an bis zum Ende der Mongolei nur noch mit Pleiten, Pech und Pannen füllen. Doch das wäre wohl zu deprimierend. Hier so ein paar Beispiele. Kühlwasser zu heiß die ganze Zeit und ich weiß nicht, woran es liegt. Der Motor kocht ab und an über, uns brechen Blattfedern, Stoßdämpfer reißen oben, unten, rechts und links ab. Und von überall her klappert es immer lauter. Das ist alles irgendwie fahrbar. Doch schon auf dieser Strecke lernen wir in einer Woche 4 Werkstätten, ihre Mechaniker und deren Familien kennen. In der gesamten Mongolei werden es 18 sein. Es ist auch krass, wie schnell einem hier geholfen wird. Die Leute hatten Arbeit und du kommst auf den Hof und die lassen alles stehen und liegen, einfach weil sie dir helfen wollen. Unglaublich. Es geht hier alles auch ohne irgendwelche OEM-Teilenummern. Es geht auch ohne Sprache. Man zeigt auf das kaputte Teil, man weiß ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann wird repariert und improvisiert und man weiß ja, die Provisorien halten am längsten. Die Hilfsbereitschaft der Mongolen lernen wir so auf jeden Fall kennen. Und nach jeder erfolgreichen Reparatur ahnen wir schon, da kommt noch mehr auf uns zu. Stück für Stück lernen wir Akzeptanz. Akzeptanz für unseren Weg und seine Hindernisse. Anfangs macht es uns Angst, nicht zu wissen, was als nächstes abfliegt. Doch ein mongolisches Sprichwort besagt: Wenn du vor etwas Angst hast, dann tu es nicht. Und wenn du etwas tust, dann darfst du keine Angst davor haben.
Einen kleinen Eindruck ihrer Schönheit konntet ihr ja schon gewinnen. Trocken, felsig, grau, gelb, grün, vielfältig und vorerst gar nicht so sandig. Doch wir sind in der Wüste. In der Wüste Gobi. Liebes Tagebuch. Die Wüste strahlt etwas sehr Besonderes aus. Eine magische Schönheit, eine Klarheit, etwas Extremes und doch so fragil. Scharfe Kontraste. All das, was für uns gewohnter Lebensraum darstellt, ist ausgetauscht. Das Unwesentliche scheint wegzufallen. Jeder Handlung wohnt eine Bedeutung inne. Man ist vollkommen auf sich gestellt. Wann wir das nächste Mal einem Menschen begegnen, wissen wir nicht. Man ist alleine und doch mit sich selbst, getragen und tief verbunden mit der Natur. Was für ein überwältigendes Gefühl. Die Einsamkeit hat es uns angetan. Und mit so einem Fahrzeug will man natürlich tiefer rein und Routen finden, wo kein Navi eine Straße kennt. Wir suchen uns einen eigenen Pfad zur Düne Kongorin Els. Tag 1 von 5 auf dem Weg quer durch die Wüste. Ohne andere Menschen. Ohne ein anderes Auto zu sehen. Nur ein paar Spuren im Schotter und ab und an Tiere. Das nächste Dorf kommt in 400 Kilometern. Die nächste Versorgungsmöglichkeit. Man könnte es als Himmelfahrtskommando beschreiben, nach allem, was zuvor passiert ist. Wir versuchen einfach an Mr. Pink und uns zu glauben. Wir wollten noch ein bisschen mehr Abenteuer und deswegen haben wir die größeren Feldwege verlassen und fahren jetzt einfach durchs Nichts, weil wir zu 3 Oasen möchten. Und da sind wir hier in dem Canyon vorbeigekommen, wo 4 Pferde warten, die offensichtlich durstig sind. Pferde und Kamele bewegen sich mehr oder weniger frei durch die Mongolei. Zusammengebundene Beine statt Weidezaun. So richtig wissen wir aber nicht, was wir davon halten sollen. Sieht unbequem aus. Wir haben noch Wasserreserven und füllen erst einmal nicht auf. In den Oasen soll es die nächsten Brunnen geben. Theresa berechnet deren Koordinaten, übernimmt diese ins Tablet und wir hangeln uns von Oase zu Oase. Auf 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Durch eine surrealistische Mondlandschaft, die nach jedem Hügel anders aussieht. Und Theresas Navigationskünste in Anspruch nimmt. Aber irgendwas geht nicht ganz auf. Hier ist keine Oase, kein Brunnen. Na dann sehen wir morgen weiter. Am 3. Tag finden wir die nächste Oase. Nach einigen Wochen die ersten Bäume. Und es kündigt sich auch Wasser an, aber von oben.
Entgegen den Erwartungen, Spuren früherer Besiedlung. Doch einen Brunnen finden wir nicht. Also nochmal 80 Kilometer bis zur hoffentlich nächsten Möglichkeit. 20 Liter Wasser haben wir noch von den 60 Litern und wir versuchen jetzt den nächsten Brunnen zu finden, aber es sieht ganz gut aus. Auf solchen Straßen klappert das Auto die ganze Zeit und es gibt ja Leute, die machen sich dann so Gedanken, oh, das Auto klappert, da ist irgendwas kaputt. Nee, man muss das anders betrachten. Es gibt so eine allgemeingültige Weisheit, wenn es nicht mehr klappert, dann sollte man sich Gedanken machen, denn dann ist das Teil weg. Jetzt im Nachhinein wundern wir uns selbst manchmal über unseren Optimismus. Mitten in der Wüste und kaum mehr Wasser. Das Auto knackt und quietscht, der Tank ist leerer als erwartet und zwischenzeitlich gibt sogar unser Navi den Geist auf. Eins lernen wir unterwegs. Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, schlimmer geht immer. Jetzt kommt der Moment, wo uns meine Vorderachskonstruktion auf die Füße fällt. Oder das Auto auf die Vorderachskonstruktion fällt oder wie auch immer. Achsbruch inmitten der Einsamkeit. Bei einem Auto, was selbst gebaut ist, kann natürlich viel passieren. Und jetzt haben wir gerade einen Worst Case, den ich überhaupt nicht so bedacht habe und auch nicht dran geglaubt habe, dass sowas jemals passiert. Ein Teil meiner Höherlegung hat sich verabschiedet. Wir müssen jetzt das Auto erstmal hochheben, schauen, was genau passiert ist. Tja, und diese hochfeste Schraube, also ich glaube, dass sie hochfest war, ist abgebrochen. So, der Rest sieht aber noch intakt aus. Was machen wir jetzt? Okay, die einzige Chance ist, diese Schraube durch eine dünnere zu ersetzen. Die ist aber abgebrochen, steckt hier drin. 10,9er Härte. Keine Ahnung, wie ich die aus dem Gewinde rauskriegen soll. Schauen wir mal. Mit rudimentären Methoden haben wir es geschafft, jetzt hier ein Loch reinzukriegen und haben jetzt hier ein Bit so schräg reingeschlagen und siehe da, die Schraube ist schon mal locker. Das ist gut, das ist sehr gut. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Spielraum. Jetzt können wir das Ganze notdürftig wieder zusammenstecken und dazu habe ich diese Schraube viel zu lang, viel zu dünn. Ich hoffe, das reicht, dass man schön entspannt mit 10, 15 km/h und wenig Luftdruck und wenig Federn noch zur nächsten Stadt kommen, um dann diese Schraube wieder auszutauschen. More or less gut. Reifen drauf, losfahren. Also schön vorsichtig weiter. Solche Problematiken regen schon zum Nachdenken an. Was, wenn die Reparatur nicht geklappt hätte? Loslaufen? Warten? Signalfeuer? Da schwingt eine Menge Glück im Unglück mit. Zum Beispiel, dass wir im Moment der Panne langsam fuhren und nicht so sportlich wie kurz zuvor. Man sagt ja, die Wüste verzeihe keine Fehler. Oder keinen Übermut. Aber auch sie scheint manchmal nachsichtig zu sein. Denn die Koordinaten des nächsten Brunnens stimmen. Was für ein wohltuendes Gefühl, das erste saftige Grün nach Tagen der Trockenheit. Mitten aus dem Berg kommt Wasser. Das ist so schön. Oh, fühlt sich richtig gut an. Ein Problem gelöst. Das nächste löst sich eine Tagesetappe später. Noch 80 langsame Kilometer bis zur rettenden Siedlung. Der Verkehr wird dichter. Hier gibt's Mechaniker mit gut sortierten Wühlkisten. Das ist einfach Wahnsinn. Die Menschen sind hier so unglaublich freundlich. Es wird einfach gesagt, los, komm mir hinterher, ich helfe dir. Oder gib mir das Teil, was du suchst. Ja, dann drückst du es irgendjemanden in die Hand und der braucht 5 Minuten und bringt dir das andere passende Teil wieder. Es ist unglaublich. Das wäre vorerst erledigt. Die meisten Mongolen außerhalb der wenigen Städte leben traditionell in ihren Jurten. Steinhäuser sind nicht sonderlich populär,
Doch eins gibt es in jedem Dorf: das Badehaus. Das hatten wir auch dringend nötig. Ein klein wenig Wellness in der Wüste. Es gibt auch noch ein zweites Haus im Ort. Die Mongolen sind für ihre unvoreingenommene Gastfreundschaft bekannt. Auf einmal finden wir uns im Wohnzimmer wieder und es wird aufgetafelt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es heiße Stutenmilch mit ein klein wenig schwarzem Tee. Verfeinert wird das Ganze dann mit salzigem Tierfett oder ähnlichem. Das ist nicht ganz so unser Ding. Instagram wird ausgetauscht und dann gibt es das Hauptgericht: Nudelsuppe mit Ziegenfleisch. Und die ganze Kommunikation klappt auch bestens ohne gemeinsame Sprache. Dann zeigen auch wir, wie wir wohnen. Nomaden leben ja auch eine Art von Camping. Trotzdem wird unsere rollende Jurte amüsiert bestaunt. Wunderbare Menschlichkeit inmitten der Wüste. Denn dort sind wir immer noch und wollen den Sand unter den Reifen knirschen hören. Die Düne Kongurin-Els misst 120 Kilometer und ist nur knapp 3 Kilometer breit. Was für ein wunderschöner Haufen Sand. Ein wunderschöner Haufen Sand, der zum Spielen einlädt. Nein, es ist nicht notwendig, die Düne zu überqueren. Ja, wir hatten einen Achsbruch. Ja, es gäbe auch einen entspannten, offiziellen Weg. Ja, wir hatten schon genug Abenteuer. Aber genau für diese Düne habe ich Mr. Pink gebaut. Genau hier stand ich schon einmal und durfte sie von außen bestaunen. Nun sind die Karten neu gemischt. Und mit meinem besseren Blatt können wir vielleicht auch in ihr Innerstes vordringen. Mr. Pink ist zwar eine rollende Wohnung und kein kleiner Geländewagen, nichtsdestotrotz ist er extrem leicht gebaut und wendig. Nein, er kippt nicht einfach so um, wie es vielleicht aussieht. Das ist jetzt der dritte Versuch, irgendwie über die Kongurin-Els zu kommen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn sobald man über den ersten Kamm drüber ist, weiß man überhaupt nicht mehr, wo es hingeht. Dann ist man in irgendeinem Tal. Und so sind wir wieder zurückgefahren, haben das nächste Stück probiert, sind wieder zurückgefahren und sind jetzt hier. Es sind Luftlinie 2 Kilometer über die Düne drüber. Und jetzt schauen wir mal, was hinter dem nächsten Dünenkamm passiert. Dass man ein wenig übermütig war, sieht man halt erst, wenn man sich ins Abseits manövriert hat. Einmal nicht aufgepasst und schon steckt man ganz schön tief in der Scheiße. Das ist ein Tal, aus dem man gar nicht so einfach rauskommt. Mit Vollgas und Daumen drücken, dass der Schwung reicht, klappt's irgendwie raus aus dem weichen Tal. Schluss jetzt, Herzech. So, komm, jetzt reicht's. Gut, mein Stolz rebelliert zwar ein wenig, am Ende gewinnt die Stimme der Vernunft. Theresas Stimme. Wir fahren zurück auf den offiziellen Weg. Genug Adrenalin, wir schalten einen Gang runter.
Es hat mich selber überrascht, aber ich fahre gerade genau dieselbe Dünenüberquerung wie vor 3 Jahren mit Herrn Lehmann, mit Heckantrieb. Und ich dachte mir, ach ja, probierst das heute auch mal mit Heckantrieb. Jetzt fahre ich hier ganz entspannt mit 20 lang durch den tiefen Sand und es fährt. Vielleicht hätte ich das vor 3 Jahren gar nicht so schnell fahren müssen und so sportlich. Geil war's. Genau, und die sind mal voll durchgeheizt, weil ich dachte, ich bleib stecken. Was ich euch damit sagen wollte. Eigentlich geht's mir nur um den eigenen Anspruch. Man braucht keinen Allrad. Man braucht kein Expeditionsmobil für Zehntausende Euros. Und da erinnere ich mich an meine letzte Reise mit Herrn Lehmann. Heckantrieb und solche Berge, das geht nur mit Schwung und ganz viel Gewalt. Sicher wollen das einige partout nicht hören. Aber man braucht nicht das Beste vom Besten, um sich unsere Welt anzuschauen. Man nimmt sich Zeit für sein Leben und ein wenig Mut. Fertig. Ob perfekt vorbereitet oder nicht, ist dabei sowieso egal. Auch wenn du keinen Plan hast, geholfen wird dir überall. Bestes Beispiel dafür war mir Theresa. Mit 20 einem blind gekauften Bus und keinerlei Ahnung von jeglicher Automechanik, aber wohl jeder Menge Vertrauen ins Leben, reiste sie allein ein halbes Jahr durch Neuseeland. Eine erfahrenere Reisepartnerin hätte ich mir wohl nicht wünschen können. Für diesen Punkt haben wir uns noch ein weiteres mongolisches Sprichwort aufgehoben. Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Und dabei hat dumm für uns nichts Schlechtes an sich. Es ist eher ein Unvoreingenommensein, ein Naiv. Ich glaube, wenn wir das nicht wären, hätten wir an der Reise nicht halb so viel Freude. Und würden nicht immer und immer wieder die Herausforderungen anziehen und irgendwie meistern. Und der Weise, der zu Hause sitzt? Ach, ich liebe Metaphern. Wir bleiben lieber die dummen Wanderer. Dann haben wir euch wenigstens was zu erzählen. Um euch die Angst zu nehmen, um euch Mut zu machen, zu euren eigenen Träumen zu stehen und dafür loszugehen. Denn es ist längst nicht so schwer, wie alle immer sagen. Und um euch von den Bildschirmen wegzulocken. Denn auf der anderen Seite, da draußen, wartet das Abenteuer. Jeden Tag. Ja Leute, die Straße des Lebens ist manchmal echt gemein, oder? Da stehen wir wieder, Mr. Pink, Motor Nummer 6, wollte nun auch nicht mehr, keine Ahnung, Zylinderkopfriss oder Zylinderdichtungsschaden, was weiß ich.